Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Grundstück. Wir sind nach Wilhelmsburg gefahren, um uns nochmal unser Haus anzuschauen, um etwas auszumessen, ein paar Handwerker kommen zu lassen und schon mal die ersten Arbeiten zu beginnen. Heute möchte ich euch gerne etwas vom Innenraum des Hauses zeigen und euch ein wenig darüber erzählen, was wohin kommt, in welche Räume wir uns später bewegen werden. Gut, wir werden gleich eine kleine Rundführung beginnen und dann werde ich euch etwas erzählen. Beginnen wir mit unserem Rundgang durch das Haus. Hier ist die Eingangstür. Und das hier wird der Vorraum, wo eine Bank aufgestellt werden soll. So eine Art Windfang, eine Art Wintergarten. Dann kommen wir hier in einen Zwischenflur. Hier wurde mal geprüft, ob Wasser eindringt. Gehen wir jetzt in das zukünftige Wohnzimmer. Alles noch relativ leer natürlich. Der Boden muss erstmal noch raus. Hier steht noch ein alter Ofen. Hier ist eine Schiebetür. Diese Tür wird auch verschwinden, denn hier hinten dran wird mein zukünftiges Büro sein. Alte Heizkörper, alte Fenster. Wenn man hier durchgeht, kommen wir dann in den Flur. Hier rechts sind wir reingekommen. Hier steht noch ein alter Ofen. Auch wieder alte Fenster, hier aber doppelt verglast schon. Alte Heizkörper. Wenn wir hier durchgehen, kommen wir ins Treppenhaus. Hier steht eine alte Holztreppe. Zeige ich euch. Sieht so aus. Besonders abenteuerlich ist hier auf der Seite das Badezimmer. Schöne farblich abgestimmte Fliesen. Ein alter Kessel zum Erhitzen des Wassers, was sich darin befindet, damit man baden oder duschen gehen kann. Ein Waschbecken gibt es noch keins. Hier auf der Seite gibt es noch eine Tür, die führt dann nach draußen. Das soll zukünftig mal ein Raum werden, wo man sich umzieht, um in den Garten zu gehen. Das hier wird das Esszimmer werden. Aussicht auf den Plattenbau, der auch über die Jahre verschwinden soll. Esszimmer. Damals war es wohl eine Küche, aber zukünftig Esszimmer. Und hier werden wir unsere Küche reinbauen. Die Fußböden werden wir alle abschleifen lassen und versuchen zu erhalten. Ansonsten neuen Parkettboden legen lassen, beziehungsweise Lattenboden, Leistenboden. Diese Tür hier ist auch eine Schiebetür, die wird auch verschwinden. Hier hinten dran wird unser Schlafzimmer sein. Auch hier war mal ein Ofen gestanden, allerdings kein Zugang zum Schornstein, was uns schon gewundert hat. Hier nochmal die Sicht nach draußen, wo die Oma mit den 2 Kindern rumspringen momentan. So, wir sind jetzt wieder im Esszimmer. Wenn ich jetzt hier durchgehe, kommt unser zukünftiges Bad hin. Natürlich müssen wir hier noch andere Fenster einbauen lassen, damit man nicht gleich sehen kann, wenn jemand badet oder duscht. Hier gibt es ein Fenster, das zeigt in den Keller. Denn der Keller ist nur von außen begehbar. Wenn man hier rechts lang geht, wäre eine zweite Haustür, die wollen wir aber zumachen lassen und dann eine begehbare Dusche einbauen lassen. Hier links ums Eck, dann die Badewanne und die Toilette. Das sind momentan unsere Pläne. Zeige ich euch jetzt ein wenig was vom Dachboden. Ich hoffe nur, dass es da oben nicht zu dunkel ist. So. Die
Treppe müsste dann auch weichen. Zumindest ist das unser Plan. Und dann vielleicht eine Wendeltreppe oder eine gerade Treppe einbauen lassen. Hier ist schon ein fertig aufgebautes Zimmer, das wir aber wahrscheinlich auch entfernen lassen. Hier war in der letzten Woche wohl das Fenster offen gewesen. Der Vorbesitzer kam dann nochmal her und hat es wieder geschlossen. Ist ein bisschen Wasser eingedrungen. Auch hier noch die alten Heizkörper. Und hier hinten auf dem Dachboden ist noch nichts ausgebaut. Ich versuche mal mein Handylicht anzumachen, dass man ein bisschen was sieht. Aber ich denke, man kann schon erkennen, dass hier wirklich noch viel zu tun ist. Das scheint eine alte Heuklappe zu sein oder eine Heutür. Wenn man die aufmacht, dann kann man gleich ganz nach unten. Nichts gedämmt. Dünne Schindeln, nur übergestrichen. Hier ist der Kamin. Ich habe mal hier den Boden aufgemacht, um zu gucken. Haben schon Stromleitungen gefunden. Ja. Viel Arbeit. Da steht noch ein alter Kamin. Und wenn man hier hinten dran schaut, da kommt man nicht allzu weit. Hier hinten dran. Man kann zumindest durchlaufen und was am Dach machen, wenn irgendwas sein sollte. Gut. Jetzt schneide ich das kurz und dann sehen wir uns im Keller wieder. So, hier sind wir wieder draußen. Hier war der Haupteingang gewesen, links ums Eck, die andere Scheune. Hier ist die Kohlenklappe, die wir hoffentlich dann zukünftig nicht mehr brauchen werden. Und hier auf der rechten Seite der Zugang zum Keller, auf der linken Seite die momentane Tür, die zweite Haustür als Eingang, da wo die begehbare Dusche hinkommen soll. Jetzt gehen wir in den Keller. Sehr frisch, etwas feucht, fühlt es sich zumindest an, aber die Wände hier sind trocken. Wasseranschluss, zugemauerte Fenster, nehme ich an. Ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Hier war wohl mal eine Werkstatt gewesen. Ich kann leider nicht hier stehen, ich muss mich etwas bücken. Deswegen ging die Kamera auch kurz runter. Da ist der Abluft, also vom Kamin, vom Ofen, der hier unten steht. Wir haben einen Schwerkraftofen. Das ist da, wo halt der Rauch in den Kamin hochgeht. So, hier ist nochmal ein Fenster. Da hat wohl Werkzeug gehangen irgendwann einmal. Und hier, hinter diesem Holz, war wohl die Kohle, der Brennstoff. Das Fenster ist der Zugang vom Kohlenkeller, sage ich jetzt mal so. Und hier gibt es auch nochmal ein Fenster, wo wir nicht genau wissen, wohin das führt. Vielleicht machen wir das irgendwann mal auf. Und hier steht unser kleines altes Schätzchen. Das ist der Schwerkraftofen, der wohl die letzten Jahre auch in Betrieb war, wohl immer noch in Betrieb genommen werden kann, wo auch momentan Wasser geführt wird, wo wir jetzt erstmal jemanden brauchen, der uns das Wasser ablässt, nicht, dass es friert und hier geht irgendwas kaputt. Ja, das ist dann erstmal das Abenteuer im Keller. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. Und ich hoffe doch, ihr seid auch genauso gespannt. So, damit beende ich unseren Rundgang durch das Haus. Ich habe euch jetzt die Räumlichkeiten gezeigt, auch den Keller gezeigt und auch den Dachboden gezeigt. Ihr seht also, mit was wir es momentan zu tun haben, was alles noch zu tun ist. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diese Reise begleitet, uns abonniert und auch das Glöckchen einschaltet, damit ihr mitbekommt, wenn neue Videos von uns hochgeladen werden. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!